Wir warten auf unseren Flug nach Toronto in Kanada. Gestartet sind wir mit nur wenig Gepäck, ausreichend für die ersten 2 Wochen. Das Auto und den Wohnwagen haben wir vor 2 Wochen in Hamburg zum Verschiffen abgegeben. Etwa 200 Kilo privates Gepäck und 300 Kilogramm Werkzeuge und Ersatzteile sind bereits in den Fahrzeugen nach Halifax unterwegs. Da es auf dem Vorgängerschiff gebrannt hatte, wird unser Auto mit Wohnwagen ca. 10 Tage später als geplant in Halifax ankommen. So nutzen wir nun die Zeit, um Toronto und die Niagarafälle mit einem Mietwagen zu erkunden. Es ist ein besonders warmer Tag. Wir schwitzen bei mehr als 30 Grad Wärme und genießen die frische Gischt der Wasserfälle. Angekommen in Halifax nutzen wir die verbleibende Woche bis zur Ankunft des Autos und des Wohnwagens zu Ausflügen in die Umgebung. Dazu buchten wir ein Hotel und Mietwagen über das Internet. Bei unseren ersten Ausflügen ist das Wetter noch fast winterlich. Die Temperaturen sind nur wenig über 0 Grad. Nieselregen und Nebel gibt es reichlich. In der zweiten Wochenhälfte gibt es zaghaft erste schöne Tage. Hier fängt die Natur erst Ende Mai so richtig mit dem Frühling an.
Von Halifax aus fahren wir ostwärts Richtung Cap Breton. Auf unserem Weg dahin kommen wir am Museumsdorf Sherbrooke Village vorbei. Noch sind keine einheimischen und ausländischen Touristen zu sehen. Das Dorf ist noch geschlossen, weil es noch zu früh im Jahr ist. Dieser Campground wird von deutschen Auswanderern betrieben. Momentan sind nur wenige Campingfreunde hier am Platz. Einsam und allein stehen wir hier auf dem Campingplatz von Cap Breton. Dies ist der östlichste erreichbare Punkt vom Festland her. Nur noch Neufundland liegt östlicher. Wir besuchen das Museum Glooscap. Dieses Museum ist den Indianern der First Nation von Kanada gewidmet. Anschließend fahren wir weiter an die Bay von Fundy. Hier erleben wir erstmals den gewaltigen Unterschied zwischen Ebbe und Flut. Wir verlassen die Halbinsel Nova Scotia bei Moncton und kommen in die Provinz New Brunswick. Hier spricht man Englisch und Französisch. Kurz hinter Moncton auf der Nordseite der Bay of Fundy besuchen wir die Hopewell Rocks. Hier ist der Unterschied zwischen Ebbe und Flut 18 Meter, wie die Bilder eindeutig beweisen. Kurz hinter den Hopewell Rocks beginnt der Nationalpark Bay of Fundy. Wir genießen die absolute Stille und gehen wandern. Am darauffolgenden Tag fahren wir weiter Richtung St. Lorenzstrom. Es ist ein stark verregneter Tag mit viel Wasser von oben.
Dadurch sind die Grand Falls nahe der Stadt Fredericton besonders stürmisch. Wir sind am St. Lorenzstrom und setzen über bei Rivière-des-Loups. Auf der Fahrt hierher haben wir die Grenze zur französisch sprechenden Provinz Quebec passiert. Hier am Eingang zum Saguenay-Fjord beobachten wir weiße Wale. Leider waren sie nicht im Bild, nur im Video zu sehen. Hier erleben wir nun Kanada, wie man es sich vorstellt. Die große Weide, Wasserfälle und vieles mehr. Vor Quebec City kommen wir am Montmorency-Fall vorbei. Er ist höher als der Niagara-Fall. Dann sind wir in Quebec City, der europäischsten Stadt in Nordamerika. Die Stadt gliedert sich auf in die Unter- und die Oberstadt. Die Unterstadt ist typisch französisch. Mit der Funikulare erreichen wir die Oberstadt und vom Balkon haben wir eine herrliche Aussicht auf den St. Lorenzstrom und das Luxushotel Château de Frontenac. Vor dem Hotel auf dem Sockel steht der Gründer des Handelsposten Samuel de Champlain. Nach etwa 250 Kilometer erreichen wir die Millionenstadt Montreal. Montreal ist eine typische Großstadt. Einige Bauten der Olympischen Sommerspiele von 1976 sind noch zu sehen. Speed it up a little, I'm bad at that.
Nach Montreal verlassen wir vorerst den St. Lorenzstrom und fahren in die Hauptstadt Ottawa. Die Gegend wird einsam, es gibt kaum Ortschaften, Wald und nochmals Wald und lange, wenig befahrene Straßen. Wir kommen an einsame Strände des Lake Superior. Wir fahren den Aqua Sabon Fall mit Schlucht an und kommen anschließend zu einem Naturhighlight der Ouimet Schlucht. Weiter geht es auf dem Trans-Canada Highway. In Thunder Bay verlassen wir den Lake Superior, um weiter nach Winnipeg zu fahren. Ein Abstecher führt uns zum Fort William, dem wir einen Besuch abstatten. Nachdem wir die Eastern Standard Time Zone und damit die Seenplatte Ontarios verlassen haben, kommen wir in die englisch sprechende Provinz Manitoba, die zur Central Standard Time Zone gehört. Winnipeg als Hauptstadt ist unser nächster Stopp. Es ist Ende Juni.
Mitten im Festland ist die Aufheizung der Atmosphäre weit vorangeschritten. Es türmen sich mächtige Wolken auf. Am Abend fallen die Wolken zusammen und wir genießen die Abendstimmung. Wir sind in der Prärie angekommen. Tags darauf fahren wir vorbei an endlos langen Zügen, großen Getreidefeldern mit riesenhaften Getreidesilos. So durchqueren wir Saskatchewan. Jetzt sind wir in Alberta und stehen vor einem uns geplanten Ziel, den Dinosaurier-Nationalpark. Leider ist wegen einer Überschwemmung vor 2 Wochen der Campingplatz hier im Nationalpark nur noch zu 20% nutzbar. Wir bekommen deshalb keinen Campingplatz und müssen nach kurzem Halt weiterziehen. Übrigens hatte der große Regen den Bow River in Calgary über die Ufer treten lassen, sodass das Stadtzentrum mehr als 1 Meter unter Wasser stand und ringsherum alle Campingplätze nicht nutzbar waren. Auch das jährlich stattfindende Rodeo musste wegen Überschwemmung ausfallen. Unser Plan, als nächstes Calgary anzusteuern, verschoben wird deshalb auf die Rücktour nach Alaska. Östlich der Ortschaft Milk River liegt der Provinzialpark Schriebene Steine. Er enthält eine Vielzahl von Felsmalereien der indianischen Ureinwohner. Der Provinzialpark liegt auf dem nordamerikanischen Großen Plateau und wird vom Milk River durchflossen. Dieses Gebiet und die umliegende Prärie ist die Heimat einer Vielzahl von Vögeln und Tieren, unter anderem Präriefalken, Uhus, Gabelbockantilopen, Präriehunde, Schlangen und viele andere Tierarten. Wir haben es kaum bemerkt, aber in den Weiden des Westens von Kanada ist das Land langsam angestiegen und liegt jetzt ca. 1500 Meter hoch über dem Ozean. Dadurch ist das Wetter tagsüber sehr warm und des Nachts angenehm frisch zum Schlafen. Dabei sprechen wir von Tagestemperaturen von 30 Grad und mehr, und des Nachts gehen die Temperaturen nahe an 0 Grad heran.